Ich kann nicht mehr ohne Tischtennis leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn Training ausfällt oder ich nicht hin kann, dann ist das schon scheiße. Wenn man sich anguckt, wie die hinter der Platte rumfetzen, das ist schon ein Traum. Das bedeutet, Tischtennis und Ping-Pong echt eine ganze Menge. Ne? Also wenn ich mein Gegenüber ein Lächeln ins Gesicht treiben kann, das ist meine Aufgabe. Ja, das ist einfach toll, wenn man hier mit Leuten zusammenkommt, wo man gar nicht viel erklären muss, wo ganz viele gebeugt rumlaufen oder zappelig sind und trotzdem alles geben und auch eine gute Lebensfreude ausstrahlen. If you give a cat a ping-pong ball, cat would play for half an hour. You've seen that, yeah? We are the same. We could play with the ball half an hour. And why is it so? I don't know. Tischtennis bedeutet mir sehr viel in meinem Leben. Ich muss natürlich sagen, dass ich einen sehr schönen Fanclub hier hatte, den treuesten Fanclub, den es gibt, meine Familie. Table tennis means everything. It's my lifeline. Mike Gnam, ich bin gebürtiger Hamburger, der ist 57 Jahre alt und habe seit 17 Jahren Parkinson, spiele seit 3 Jahren Tischtennis und kämpfe mich so durch. Ne? Das ist mein Leben geworden, das ist mein Lebensinhalt geworden, weil ich mich in der gleichen Sachen mittlerweile kenne ich ganz gut Tischtennis spielen. Ne? Das hat Spaß, ich liebe den Wettkampf sowieso. Das ist großartig, dass ich das mitmachen darf. Ne? Ich heiße Ortsee und ich komme aus der Nähe von Heidelberg, 10 Kilometer südlich, Leimen, St. Ilgen. Und ich bin 61 Jahre alt und habe seit fast 30 Jahren Parkinson. Ich habe mich in 2 Vereinen angemeldet, weil ich wirklich auch gerne trainiere. Ich fühle mich wohl an der Platte. Und dann auch sogar in der Liga, also in der Herren 3D-Liga. Da kann ich meine zum Teil auch Überbewegungen ausagieren. Das ist nicht schlecht. Und ja, und das, auch dieses Fighten und dieses Strategien überlegen und sowas, das macht einfach Spaß. Ich bin Lars Rokitter, komme aus Eistrup und bin 57 Jahre alt. Ich habe seit Mitte 2015 die Diagnose Parkinson, ich sage mal Diagnose Tischtennis. Und bin seit 2,5 Jahren wieder an der Platte, nach 38 Jahren Ruhe und bin dankbar für jeden Tag, den ich spielen darf und in dieser Gemeinschaft dabei sein darf. Tischtennis ist für mich nicht nur ein Sport, es ist für mich eine Gemeinschaft. Nach der ersten WM, die ich gespielt habe in Berlin, habe ich das für mich als Auftrag gesehen, in meinem Ort ein Turnier zu organisieren, um den Zusammenhalt, den Austausch untereinander, auch mit den Betroffenen, nicht nur, sondern auch mit den Angehörigen voranzutreiben. Ich bin Nadine, ich bin 49 Jahre alt und habe die Diagnose seit 4 Jahren und spiele seit 1,5 Jahren Tischtennis. Das ist wie eine zweite Familie geworden halt. Man hat die gleiche Erkrankung, die aber eigentlich an den Tagen meiner Meinung nach überhaupt gar keine Rolle spielt. Und ja, man hat den gleichen Tick, Tischtennis zu spielen. Also ich fühle mich speziell überhaupt nicht krank, wenn ich an der Platte bin. Also dann funktioniert halt irgendwie alles. Und ja, es ist wie eine zweite Familie und eine sehr große, sehr nette Familie. My name is Nenad Bach. I'm a composer, producer, singer-songwriter, and peace activist, and civil engineer. So I was diagnosed in 2010, and in 2015 I'm a professional musician. So in 2015 I couldn't play syncopation on the guitar. I just couldn't play. My fingers were stuck in between the strings, and just like couldn't. So I stopped playing. And a friend of mine invited me to table tennis club in New York, Pleasantville, New York, where I live.
I just tried, and I loved it. You know, I didn't play a long time ago, and the next day I felt much better, like 50% better. And after 3 to 4 months, I could play syncopational guitar. So I reversed some symptoms. So I said, if it helps me, why not help others? Mein Name ist Andreas Koch, ich bin aus Wenden im Sauerland, bin da Stützpunktleiter seit 1,5 Jahren ungefähr und so lange spiele ich auch Tischtennis. Vor 1,5 Jahren habe ich noch kein Tischtennis gespielt, ich habe Fußball gespielt lange und seitdem ich jetzt Tischtennis spiele, man sieht es hier, Tischtennis ist anstrengend, echt. Ja, ich heiße Thorsten Flüß, bin 57 Jahre alt, wohne in Verl, ist in der Nähe von Gütersloh. Diagnose habe ich seit 19, also jetzt 5 Jahre hinter mir. Ich spiele seit ich 10 bin, also 47 Jahre. Habe dann nach der Diagnose aufgehört mit Tischtennis, weil ich ein bisschen Panik gekriegt habe, habe nur Physiotherapie, Yoga und so weiter gemacht. War der einzige Mann in meiner Yogagruppe und der Jüngste und die Frauen haben immer was zu lachen gehabt, weil ich auch der Steifste war von allen. Ping-Pong Parkinson bedeutet für mich Freiheit. It means to live, to not to be sick. The ping pong is a therapy. I have to play every day. Ping-Pong Parkinson bedeutet für mich, ein Rettungsboot zu haben. Verstanden werden. Es bedeutet alles. Wiedererlangte Bewegung. Ein Ausgleich zum Alltag. Sensationell, Ping-Pong Parkinson. Es ist eine schnelle Sportart, die mich in Bewegung bringt. Es bringt wirklich was, es hilft uns. Diese Bewegung, dieses Ping-Pong, Ping-Pong, das hilft uns. Und das ist eine ganz tolle Sache. Nobody can imagine this. This is totally ridiculous. You know, just ping pong and Parkinson. What does that has to do one with another? Like it looks like impossible, but it resonates with people, and also it helps people. I know people who couldn't walk are walking. People who couldn't talk are talking. So there is something there. We don't know yet what, but it is something. Manchmal habe ich das wirklich so, dann schlage ich ich bin Rechtshänder, solange die Hand das noch so mitmacht, mache ich das auf rechts. Und das kann sein, wenn der Ball auf der linken Seite kommt, am Anfang habe ich immer mit der linken noch geschlagen. Rechte Hand, Tischtennisschläger und links geschlagen, da haben sie immer alle schon gelacht. Das ist jetzt mittlerweile, aber es sind so Reflexe. Ja, man hat seinen Rhythmus zu spielen und man wird besser, man hat seine sportliche Betätigung. Ja. Irgendwo stirbt was ab, was nicht mehr so funktioniert, diese Kommunikation zwischen Gehirn und Bewegungsablauf. Dann werden vielleicht andere Bewegungsabläufe geschaffen und ich sage, die Zeit läuft für mich, dann habe ich jetzt was getan. Ich bin mir gegenüber verpflichtet, was zu machen und natürlich auch meinen Liebsten gegenüber. Ne? Für meinen Mann ist das eben eine richtig gute Beschäftigung, die ja nur indirekt mit Parkinson zu tun hat. Erstmal spielt er ja Tischtennis und das macht er sehr, sehr gerne und er ist dann unter den Gleichgesinnten und so weiter. Und das ist für uns natürlich auch als Familie total toll. Erstmal habe ich ja auch neue Freunde dadurch gefunden. Ich spiele jetzt auch Tischtennis mittwochsabends. Ich wünsche natürlich niemandem diese Krankheit, aber ich kann wirklich Angehörigen wirklich empfehlen, kommt mit, lasst eure Frauen, Männer, Partner nicht alleine hierher kommen, sondern unterstützt sie und seid ein Teil des Ganzen hier. Ja, man hört wieder, die gesagt haben, ich war im Grunde fertig mit der Welt, fertig mit Parkinson. Und durch Tischtennis bin ich wieder von der Couch gekommen, bin ich wieder in die Sporthalle gekommen, unter Leute gekommen und bin jetzt hier und spiele eine deutsche Meisterschaft und will dieses Jahr noch zur Weltmeisterschaft. Und das hätte mir ja nie jemand sagen können, dass Parkinson so viel doch noch Positives abwirft, dass man da solche Erlebnisse hat. Meine Aufgabe ist halt, die Leute heute von
von der Couch runterholt, aus der Lethargie, dass jetzt immer nur sitzen am Fernsehen, das ist so scheiße. Parkinson bedeutet ja nicht das Ende des Lebens, sondern man kann ja was dagegen tun, man kann sich ganz gut bewegen. Wenn man die Reflexe ein bisschen schult, ist natürlich auch ganz cool, weil man dann das auch im Alltag ganz gut anwenden kann. Ne? Und deswegen immer schön trainieren, immer schön verfalten, immer positiv bleiben, Spaß haben an der Sache und Gas geben. Ne? Das ist meine Devise. Ne? Ja, Ping-Pong Parkinson sind Freunde, ist Hoffnung, ist ein neues Lebensziel. Ich habe so viele tolle Menschen hier durch Ping-Pong Parkinson kennengelernt und nicht nur auf deutscher Ebene, sondern jetzt wirklich weltweit, weil man unterhält sich auch mit den anderen Nationalitäten. Ja, es macht halt einfach echt Spaß rumzukommen und ist echt eine tolle Familie geworden. Und für mich ist es ein Austausch, weil ich auch eine Familie habe, für meine Kinder und auch für meine Frau. Dieser Austausch untereinander, der ist so wichtig für uns und gibt uns echt Halt. My heart is singing out of joy. I'm thrilled. This is like a family to me. So I'm not attached to the outcome of the tournament because I play not really well today. And I had off time, but now it's getting better. But for me, this is pure love. Es ist schön, dass wir zusammen sein dürfen und können. Und wir müssen 3 Tage unter gleich zusammen sind. Und man hat ja Respekt untereinander, man versteht sich, jeder hat Verständnis für alles, das ist das Schöne. Also ich kann heute nicht, ich kann nicht so gut spielen heute oder ich mache eine Pause, 10 Minuten, jetzt ist keiner böse. Ja. Eine tolle Atmosphäre. In den Gruppenspielen habe ich auch viele nette Leute kennengelernt, wir haben Telefonnummern getauscht, wir haben uns angefeuert gegenseitig, wir hatten hier einen ganz großen Spaß. Das nimmt man dann mit nach Hause in den Alltag und es tut einfach gut. Wir tun uns gegenseitig sehr gut. Das Niveau ist genial hoch, wenn man das sieht hier in den Finals. Das ist schon toll, was die da an der Platte zaubern. Und das ist natürlich, das ist echter Sport. Da geht es um die Leistung, da geht es ums Gewinnen. Und trotzdem steht man hinterher nebeneinander und freut sich gemeinsam fürs Siegerfoto. Und dann ist das Miteinander auch sofort wieder spürbar und ist auch dann da. Es ist eine ganz tolle Gemeinschaft hier, die mir sehr viel bedeutet, die mich ein bisschen fördert. Wenn der sportliche Erfolg da noch stimmt, der nicht wichtig ist, aber wenn er dabei ist, dann umso schöner. Bei den German Open, wenn man dann spielt, dann ist auch der Ehrgeiz vielleicht ein bisschen geweckt. Aber wenn man verliert, ist das auch nicht schlimm. Einfach, man hat Leute, man sieht wieder die Gesichter, die man schon öfters mal gesehen hat. Und das finde ich einfach toll. Es ist sportlicher Ehrgeiz in der Luft. Man hat das gemerkt, dass es den Leuten schon darum geht, auch zu gewinnen. Ja, wir haben ja unser Doppelfinale über 5 Sätze gespielt. Da wollte keiner nachgeben. Da haben wir uns richtig gefetzt, sag ich mal. Da sind die Fetzen geflogen, sportlich. Aber dennoch, wir liegen uns danach in den Armen und sagen, was machen wir hier? Ne? Most of the people come for feeling here. They don't come for results or medals. Medals means nothing until you get one, you know. Ich freue mich natürlich auch, wenn ich gewinne, ganz klar. Aber das ist nicht die absolute Überschrift. Wir kämpfen Tischtennis gegeneinander, aber vorrangig gegen Parkinson. Und das ist das Geile und das ist das, weshalb viele Leute sagen, das ist unser Leben. First, I thought we are here just to improve lives. You know, we didn't conquer Parkinson, but we conquered the fear of Parkinson. I want now to conquer the disease. Alle kämpfen gegen den gleichen Gegner, gegen Parkinson.
Und der US-Amerikaner hat es letztes Jahr bei der WM schon gesagt, der Gegner steht nicht auf der anderen Seite der Platte, der Gegner ist hier oben drin. Und den wollen wir mit dem Tischtennisschläger in der Hand besiegen. Im Endeffekt, ja, die Leute sind, glaube ich, zufrieden. Ich glaube, einige sind sogar glücklich. Und das ist das, was wir wollen. Also mein schönstes Erlebnis in dem Zusammenhang mit dieser Sportart ist, dass meine Mama dabei ist. Also das ist das Schönste, was es gibt, dass meine Mama dabei ist und meine ganze Familie. Ja, das ist einfach herrlich, wie die mich unterstützen. Ich hoffe und bete, dass ich noch möglichst lange hierbei bleiben kann. Ne? Dass mir die Krankheit das nie nimmt. Ne? Seit Jahren hat der Kerl nur Glück, weißt du. Der kann gar kein Tischtennis. Wo soll ich denn? It's a family. Family reunion.